I think maybe we should start, yeah, Okay, good. because time is precious. Yes, it is. It is. So, yeah. My mission is ganz einfach. It's very simple. I was geboren in 1945 mit ein tief Leben für Deutsch. Für deutsche Familien, für deutsche, but für alles Deutsche. So it is a priori. It's without a beginning. There's kein Anfang to it. It was, and I didn't ask for it. I didn't want it. It is very, very impossible. It's unmöglich to love Germans. It's hard. It's very hard to do. Also er sagt, dass die Liebe für Deutschland und für die deutschen Familien bei ihm schon immer vorhanden war. Er sagt sogar, bevor er geboren wurde. Er hat nicht darum gebeten, ja. Es war einfach da. Und you said it's impossible to love Germans? Yes, it is. Es ist unmöglich, die Deutschen zu lieben. Yeah, it is. It is very difficult, and there's been many times that I have wished I could have some other mission. Also er hat sich ganz oft gewünscht, er hätte eine andere Aufgabe im Leben bekommen, als die Deutschen zu lieben. But this is the only mission I have. When my wife and I were verlobten in 1988, meine Mutter war noch leben, was still alive. Ja, also 1988 hat er sich mit seiner jetzigen Frau verlobt und seine Mutter war noch am Leben. Meine Mutter sagt zu Lisa, who is my Verlobten, says, "Don't marry him. Don't marry him because he has nur einzige Leidenschaft, das Deutsche, and so you will be miserable because you always be in second place, in the zweite Position. Also die Frau wird immer nur die zweite Rolle spielen im Leben und deswegen heirate ihn lieber nicht. So, and das ist wahr. Das ist echt wahr. So, but now I'm getting old. I'm existing in my 76th year of life, and so fortunately, the timing that I have waited for and had to wait very patiently for is now here. Ja, also er ist in seinem 76. Lebensjahr und die Zeit, auf die er gewartet hat, um das zu tun, was er jetzt tut, ist jetzt. Yeah, so that's why I'm here today. It is a great honor. Please translate that. Also es ist ihm eine große Ehre, dass er heute hier sein darf. Yeah, that you would come here and even want to listen to me. Ja, dass ihr hergekommen seid und sogar ihm zuhören wollt. Ja. And you have good questions. I have seen your questions. Er hat schon mal drüber geschaut. Wir haben die Fragen übersetzt, damit er schon ein bisschen Bescheid weiß. But I also am more than willing to. I will answer you truthfully on anything that you ask me, even if it's not on this list. It's fine with me. Also er wird alles in voller Wahrheit beantworten, auch die Dinge, die hier nicht draufstehen, weil das ist ja eine lebendige Veranstaltung. Ne? Da muss man sich nicht zwingend an das Blatt halten. Ja. Okay, so
I would like to start where you want to start. Ja. What is the most Wir haben gestern eine ganze Frage what is the most interesting thing for you this day, this morning? Ja, also er fragt, er möchte dort anfangen, wo wir das möchten und was ist für uns heute Morgen das Wichtigste zuallererst, was er beantworten soll. I think first of all a very warm welcome from all of us. Yes. We are honored to be here and to meet you. Yeah, you're a legend. Yeah. Yes, it's true. Yeah. Okay. And thank you for putting the one or other word German. And in one of your videos, you said you don't want to speak German because it sounds like a third class. And it definitely does not sound like a third class. Yeah. So if you like, go on. Yeah. Yeah, I don't speak German to you because I'm afraid. I don't want to look like a fool, and I don't want to look like I'm a 10-year-old. And so es ist meine Fehler, es ist meine Irrtum, it's my mistake. So I love the German language. I love to hear the German language, and I would give anything if I could speak the German language and convey to you ideas and thoughts that are nuanced and important, but I can't. Ja. So I need help. Ja, also er würde es lieben, Deutsch zu sprechen, aber er möchte nicht wie ein Trottel dastehen. Ich habe ihm vorhin gesagt, das tut er nicht, ja, weil Deutsch sehr schön ist. Genau. Aber er möchte das in Englisch machen, damit er auch alles wiedergeben kann. Ja. Ja. So Wir könnten ja doch vielleicht mit diesen Fragen beginnen, weil die haben wir gestern zusammengefasst. Was ist denn die wichtigste davon? Ja, die wichtigste wäre eigentlich die ganze rechtliche Situation, damit wir anfangen können, das ganze Land auch wieder zu uns zurückzuholen, wieder souverän werden. So you know, it might be good to start if you have any personal questions of me. In essence, are you in the CIA? You know, Also persönliche Fragen wären ja. sinnvoll am Anfang, ne? Ob Yeah. man zum Beispiel Or das hier are ist. you crazy? You know, so you know, if you may have just a personal question to say, you know, I've always wanted to ask you, you know, and Ja. you Also know, persönliche Fragen, die wir schon immer von ihm wissen wollten, Dinge, die wären vielleicht am Anfang ganz günstig. Sollen wir mit du oder mit sie? Do you prefer that we take the formal Sie, or do you want that we say du? oh no, do is Fine with yeah, you? yeah, Okay. do is wonderful, but you have to. So you can say you to me. That's a Murphy joke. A Murphy joke. No, a Kohl joke. You could say you. Okay. Also, Good. So, but why don't you, if you have any curiosity, anything that you say, I'm uncertain, then first ask me any question that you want. I mean, I don't want to be a Lebenslauf. You know, the Lebenslauf is ein Lügen. I mean, it's all perfect. You know, oh, I did this, and then I did this, and then I did this. But where is the failure? They're all somewhere else. They're hidden and verstecken, you know. also Lebenslauf ist schön, perfekt, aber meistens eine Lüge. Aber was versteckt sich dazwischen, dahinter? Yeah. So, if anyone has any personal question or anything you want to know about me personally, you're welcome to ask to begin. So, If nobody has a question, I Okay. would have one. okay. Ja? Sollen wir auf Deutsch? Ja, ich Weil übersetze. Englisch ist jetzt schon ein bisschen Auf der, nee, ich übersetze. Du sagst, stellst die Frage auf Deutsch und ich übersetze. Also einfach ganz eine persönliche Frage. Also du hast gesagt, du bist schon bevor du geboren bist, hast du schon die Intuition gehabt, Deutschland zu helfen. Mhm. Zu lieben. Zu lieben, hat er Zu gesagt. lieben, genau. Und jetzt bekommst du die
Intuition oder wie ein Schamane fast, also oder die Vision, jetzt das zu tun? Oder woher bekommst du die Informationen? She said that before you said that even before you were born, you know that you have loved Germans or Germany, and she's asking, is it like a shaman now that you have get the intuition just now to go out and to help us? Well, I've had to be sehr geduld. I've had to be very patient. I knew what I had to do, and I also had a lot of intuitive knowledge about what I shared with this gentleman today on the drive to here. Er sagte, er wusste, er hat viel Intuition bekommen, was er tun muss, ne? Was er auch mit ihm heute auf der Fahrt geteilt hat. Yeah, I know a lot of things about Germanness in the broadest sense. So it is before dieses Generation und it is in die Zukunft. Dieses Generation und meine höchste mein höchster Huxtable? my highest passion Yes. is for German children who aren't here yet, who are not here yet. They're not born yet, but they will be born. And what world will they come into? Yeah. And how will they be educated? But more importantly, how will they think about themselves? I know, I got you. But how will they think about themselves? Go. Also er kennt die Deutschen von einem breiteren Sinn her, er kennt die Generationen, aber was ihm am Herzen liegt, sind die Kinder, die jetzt noch nicht geboren wurden. Ja? Was ist mit denen, wenn die zur Welt kommen? Wie sehen die Deutschland? Wie leben die hier? Good. This is my 31 Reise zu Deutschland. Ja. Und okay, okay, and so, but every time, jede Zeit, people assume that I know nothing about your history, about your concerns, about your needs, or about who you are. So the people don't know. No, people think that I know nothing Die Leute about denken, you. So they wüsste always nichts, want, yeah, ne? go ahead. Die Leute denken immer, er wüsste gar nichts über die Geschichte von Deutschland, über die Menschen und so weiter. So after 10 minutes, I have a cup of coffee with someone, and then they lean closer and they say, do you know we were in World War II? Also er spricht mit jemandem bei einem Kaffee, nach 10 Minuten versuchen sie ihm zu fragen, wissen Sie überhaupt, dass wir den Zweiten Weltkrieg hatten? And my eyes go cross. It's like, oh my Er God. fängt an zu schielen und denkt sich, oh Gott, was ist hier? Ja. So I know all about you. Okay. I have lived through these things. Er weiß Okay. alles, er hat alles durchlebt. Ja. Okay. But so it is so frustrating for me because I do understand. Okay. I understand what happened before. I understand how people felt before. I even when I was a baby, a child, I had with no knowledge, no knowledge, I had dreams and thoughts that went back deep into Germany, and they were real, and the noises were real, and the sirens were real, and so when people tell me you don't know anything about us, okay. Ja, also es ist sehr frustrierend für ihn, weil er kennt dieses Volk, er kennt es davor, er kennt es jetzt und er hat sogar als Baby Träume gehabt oder Bilder. Er kann sich erinnern, zwischen 1 und 2 Jahren, dass er Bilder hatte von Sirenen, von Rauchschwaden, die er gar nicht erlebt haben konnte. Ne? Diese Visionen hat er gehabt, also das ist tief in ihm. Yeah, and what I know is not you personally. Like I met you today, we shook hands, so I met you Er today. kennt uns nicht Okay. persönlich. Yeah, what I know is
what I know and understand and love is in the deutsche Seele. It's behind. It's deeper than the heart, deeper than the Herz. Es ist tiefer als das Herz, es ist die Seele, die er kennt, das Yeah. Deutsche. And so that part is eternal. It's an Ewigkeit. Das ist It's something that does not die, and it doesn't have a time. Ja. So goes deep back, and it goes into the future. Es ist immer, es wird nie sterben, es ist immer da. But I have had to be very patient because things cannot happen before the right time. And so if you do something too early, even a month too early, you fall on your face. Ja. Okay? Er musste die richtige Zeit abwarten, weil das Timing, also das Timing muss das Richtige sein, weil man sonst auf die Schnauze fällt. So now the timing is right, and so now I am here. And, Ja, jetzt ist die Zeit. Yeah. And I see your questions, and they are natural and good and normalerweise Fragen from today, from what you see and what you're concerned. But Ja, das ist das, was euch eben umtreibt, ne? Diese Fragen hier. yeah. Ja. So I would try to answer. They just said before the most important thing for them is what is about the law, what is their jurisdiction, what is Germany? Is it occupied, is it sovereign? Or no, it's not sovereign, yeah. But which form is it? So what, Wie kommt man wieder in die how, Souveränität? bitte? Wie wir wieder in die Souveränität zurückkommen? What is the way to come back to be a sovereign country? Okay. First, you have to realize you are alone. Yes. Wir Okay, sind you have to allein. realize that. Okay, no one cares about you. Keiner kümmert sich um uns. So you're going to have to take, as Germans, ein deutscher Mann und eine deutsche Frau, you're going to have to take control of your own future. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, weil keiner sich um uns kümmern wird von draußen. Yeah, if no one is going to help you in this. These people, would prefer you stay occupied. You are occupied country today. You are not free. Wir sind okkupiert, wir sind eine okkupierte Form und wenn es nach Amerika ginge, würden die das nicht ändern. Ne? Das ist für die bequem so. The British want you to stay occupied. The Americans want you to stay occupied. The Russians are happy to have you occupied. If you are slaves, okay, then you are quiet and you will obey, and then you will produce things and you'll be a cash cow, Ja. okay, and you will just keep working and other people will benefit. So no one wants you free. Also die Alliierten wollen nicht, dass wir frei werden. Sie wollen weiterhin, dass wir besetzt sind, weil wir sollen nichts sagen, wir sollen nicht rebellieren. Wir sind eine Cash Cow, also wir sind eine Kuh, die wunderbar funktioniert und toll gemolken werden kann. Und das will keiner aufgeben. Okay, so we have become addicted in the West, and this now includes China. We have become addicted to using you. Also sie haben sich sehr gut daran gewöhnt, uns zu benutzen. Ja. Okay, so, but now is the time for you to have freedom. It's now time for you to be free. Ja. And it's time for you to have a sovereign nation. That means Deutschland, here is Deutschland, a nation, a land, a people, 16 Länder, okay? And 82 Millionen Deutsche, okay? And it's now time for you to take control of this nation. Jetzt It's ist die Zeit, your nation. Okay. dass wir unser Land wieder übernehmen. Ja, mit den 16 Ländern, den 82 Millionen Menschen und wieder souverän werden. Plus die 82 Millionen Menschen sind nicht nur Deutsche.
die Hälfte davon vielleicht. She said that maybe 50% of the 82 million people are real German. The other ones are. It's a little higher than that, but when I'm in Berlin, and I'm walking, I walk everywhere. I walk many miles every day. And when I'm walking and I deals in Berlin, there's 1 out of 30 who I would identify and say, that is a German. Er läuft immer rum, wenn er irgendwo ist, und in Berlin hat er festgestellt, dass er von einem von 30 Menschen, denen er begegnet ist, er sicher hätte sagen können, das ist ein Deutscher. Yeah. And they speak German well, and they carry themselves as Germans, and you can sense that they are German. 1 out of 30 in the capital. Go. Wenn wir selber von uns heraus wieder souverän werden wollen, brauchen wir aber auch Führungskräfte, die das auch wollen. Und die jetzige Regierung ist ja gegen das deutsche Volk. If we want to get to become sovereign, that means we need as a kind of managers who also want to be the country to be sovereign. But the government we now have is far away from this topic. The government you now have is not only far away from this topic, but the government you now have is going away. Weggehen. They're about to leave. Okay. Also sie sind dabei, die Regierung ist dabei, sich aufzulösen. Yeah. No, it's you don't have to hope any longer. In the past, you say, I hope. Yes, I pray. Yes, it would be nice. Okay, but I'm here. Why am I here in this room? Die Hoffnung wird Wirklichkeit. Und warum ist er wohl hier? Yeah. So it is time for them to go away. And so we don't want them to be harmed. We just want them to leave. Okay? Also wir wollen sie nicht irgendwie verletzen, sondern wir wollen einfach nur, dass die gehen. Yeah. Und was kommt danach? And what is coming after that? Das ist So we know who it's not, because you have heard me say, I am not fortunate enough to be a German. Also wir wissen nicht, wer danach kommt. Er ist nicht privilegiert genug, Deutscher zu sein. So that means that the new leadership has to come from Germans who have a deep, caring heart for German families. Period. Die Neuen müssen Deutsche sein, die eine tiefe Liebe für deutsche Familien empfinden. Mm-hmm. Here's this morning, at breakfast, at Frühstück, they give me this newspaper, Die Welt. Okay? And what does it say right here in this headline on the top? Merkel had to go in the Welt. Oh. Merkel had to And go. the Spiegel says Merkel has to go. First And page. the Bild says Merkel has to go. Okay? Would this have happened 1 month ago? No. Ja. Okay. Also die ganzen Mainstream-Media sagen, die Regierung muss gehen, Merkel muss gehen. Wäre das vor einem Monat noch möglich gewesen? So, that is why I'm here now, for this 5 weeks, okay? Deswegen ist er für 5 Wochen Ja. hier in Deutschland. Er will es live erleben. Do you want to experience this live, the change? So, but this is not going to be easy for you. It's something that you want. Yeah. I know that's something that you want, okay? And now you get it. But what happens when you get it? Ja. Er weiß, dass wir es wollen, ja, und es ist nicht einfach, das zu bekommen, aber was ist, wenn wir es bekommen haben? Was dann? Mhm. Also ich stelle mir eher so ein bisschen die Frage, natürlich wollen wir alle, dass die Regierung geht. Ja. Also am liebsten heute We noch. all want the government going, the best thing today. Aber ich stelle mir jetzt gerade schon die Frage, wenn das jetzt doch relativ schnell kommt, ob wir darauf vorbereitet sind, ob wir jetzt schon die entsprechenden neuen Strukturen soweit haben und da einfach auch die entsprechenden Menschen mit dem
If Mit it's, dieser Die Liebe müssen für schon- die Deutschen wirklich, stehen die schon bereit oder müssen wir die erst noch suchen? übersetze mal kurz. Mhm. She said, if it's coming that quick, do we already have the structures, the people who are caring and loving the German families? What is coming after that? Is there a big empty, yeah, or is there already people standing there and structures to take over? The structures, the systems are already there. They're mostly not being used today. You used to have because there's important things that have to be done. There is Die Strukturen sind da, sie wurden in der Vergangenheit nie genutzt und es gibt wichtige Dinge jetzt zu tun. the best central bank in the world, the most effective, the most organized central bank in the world was the Bundesbank. Die Bundesbank war bisher die effektivste Zentralbank, die es weltweit bisher So. gegeben hat. The Bundesbank was Deutsche financial and economic people who came from Deutsche cities and communities who understood German families, German retirement, German healthcare, keeping inflation down, building a strong German currency, investing in Germany. So all those systems are there, Also but they're not being used. die ganzen Strukturen hat die Bundesbank verstanden, weil das Deutsche für Deutsche waren. Ob das jetzt das Gesundheitswesen war, das Rentenwesen, ob das die Erziehung war oder sonst irgendwas, die haben das alles verstanden. Ja? So the systems are there, okay? Now you say, where are the people? Well, they're going to have to come from you. Die müssen von uns kommen, die Leute. They have to come from you. You can't simply, the system, the political parties today cannot produce leaders. Also unsere politischen Parteien können keine Führungskräfte produzieren. It's impossible. The system guarantees there can be no leaders. So you look at the youth, the young people in all the parties, Yeah. in every party, the young people, there's no leaders there either. Auch wenn wir zu den jungen Leuten schauen in den Parteien, da gibt es auch nichts. Yeah. So the system guarantees you cannot have German leaders who care about German families. So that means the system has to also has to go away. And that means either something old has to return or something new has to come. Also das System heute kann uns nicht weiterhelfen. Da gibt es niemanden, der uns weiterhelfen kann. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss das Alte wiederkommen oder es muss etwas völlig Neues kommen. Many people tell me we have to go back to 1871. We have to go back to here. Verfassung. And the other people say we have to go back to the golden ages of 1910. And other people have ideas that we have to go back. I don't believe that. Also es gibt Leute, die wollen zu 1871 zurück, als die Verfassung gekommen ist. Andere wollen in das goldene Zeitalter der 1910er Jahre zurückgehen, aber er glaubt nicht, dass das der Weg ist. So what I have seen and what I know is that within Germans, when they are Germans, everything is already in place. Also er sagt, in Deutschland mit den Deutschen ist schon alles bereit. The problem is, where are the Germans? Das Problem ist, wo sind die Deutschen? Ja? Okay, you're small and down and verstecken Ja. and afraid to ask questions. Wir Where sind are the klein, Germans? versteckt, haben Angst, Fragen Ja, zu ja. stellen. Wo Ja, sind und die Deutschen? verwehrt, okay? Das ist nicht Deutsch. Das, was jetzt wir sind, ist nicht deutsch. Das ist sicherlich nicht deutsch, aber wir haben jetzt keine Möglichkeit, uns aufzulehnen, weil wir immer eine drauf bekommen. Das System haut uns immer. Yeah, she said, of course, it's not German what you see now, but the system doesn't make it possible to be German. It always will hit us. No, and I mentioned to the man and Frau who brought me here today, and this is kind of übertrieben. Today, the biggest sin, the greatest sin in all of Germany is to like Germans.
Er hat gesagt, die größte Sünde heutzutage ist es, Deutsche zu mögen. or Yeah. German music, Oder or deutsche German Musik. this, the moment I say to someone, I love Germans, they look at me as if I'm a crazy person. But what if you said it? You would be put into Gefängnis somewhere, okay? Er sagt, es ist für ihn schon ein Problem, wenn er sagt, er liebt Deutsche, dass die Leute ihn anschauen wie vom Mars. Und wenn wir das sagen würden, dann würden wir sogar vielleicht ins Gefängnis kommen. Nur die Allgemeinheit hat uns so eine Schuld draufgedrückt auf uns Menschen. Die Deutschen sind schuld, die Deutschen sind schuld. Mhm. Wenn wir jetzt immer ins Ausland gehen, nach Niederlande, ist egal, oder auch noch weiter weg, wir wollen gar nicht Deutsch sprechen, weil die sagen, wenn der Deutsch spricht, ist er Deutscher. Oder Nazi. Oder, She said that, Antifa. we were pressed down with this fault from the Second World War, and we have to take all the pressure from the world. And when we come to countries like the Netherlands and they hear us speaking German, that's not very nice for us. No, and try going to France and France, and walk around speaking Yeah. German. England. Okay. In England, the same. So now I understand that. I know that. But, okay, I was there. I know what it was like for your grandfathers, for your great grandfather. I understand what they were thinking. Okay, they were not mad, crazy people who wanted to destroy the world and kill everybody. They were no different in 1930 than you are today. Also They er are sagt, exactly the er same. war überall, er kennt das und die sind genauso, die haben genau die gleichen Dinge gemacht, das gleiche Denken wie wir, das ist kein Unterschied. They were trying to live as Germans. Okay. Die leben wie Deutsche. So, and so, I know what you feel like, and I know what I have German college students. I've had German college students now for years, and they grow up in kindergarten and in first grade and in second grade, and they have the Holocaust films, and they're taken to the camps, and they see all these skeletons and bodies, and they said, "That's your fault. That's your fault." Er kennt das, ne? Er hat Studenten, die ihm erzählt haben, dass die in der ersten, zweiten, dritten Klasse in Konzentrationscamps geführt wurden, die Skelette gesehen haben und immer wieder drauf, das ist deine Schuld. Fine. So you are easily controlled. Wir sind leicht zu You're kontrollieren. easily controlled. If Greece says today, from the Greeks, they say, we want another $30 billion, 30 billion euros from Germany. First, Angela Merkel says, I must think about it. But I must überlegen and nachdenken, and I will think about it. But what are the Greeks thinking? Okay? Okay? Also, So now she says, I'm not sure that we should do this. That's on the second day. The zweite Tag. I'm not sure we should do this. We've done it 5 times before. Now, what are the headlines in the Greek newspapers the next day? The headlines are that high. Okay? Nazis at it again. ja, Okay. also wenn Griechenland zum Beispiel kommt und sagt, wir brauchen 30 Milliarden Euro von euch, dann sagt Merkel erstmal, da musst du drüber nachdenken. Ja. Und am nächsten Tag, next day she says, I will think about it first. Das mal schauen. Ich bin mir nicht sicher. Yeah. Und am 3. Tag steht dann dick und fett in den griechischen Zeitungen, dass wir wieder zum Nazitum zurückkehren. Yeah. Or the Germans are acting like the Gestapo. Once more, they Wieder deny einmal us. agieren wir wie Gestapo. Okay, fine. Now, what happens on the 4th day? Angela Merkel says, "Here, you have your money." Am 4. Tag kriegen die ihr Geld. Ja, darum Okay. denke ich, dass die Medien gleichzeitig mit der Führung gleichzeitig Gehen müssen. ja, Yeah, she said that she's thinking that together with the government, the mainstream media has to go. Yeah, the mainstream media is a problem. They're not bringing the truth. They're supposed to be representing and bringing facts to you. What is happening and this, but they're making up stories. And the stories are perfectly integrated
with what Angela Merkel wants to do. So you have eine Stimme. Your television, 5 television, eine Stimme. 7 Zeitungen, eine Stimme. Alles gleichgeschaltet. Okay, fine. So, Wer zahlt die Medien und die Regierung? Wer steckt dahinter? Who is paying government and who is paying the mainstream media? Who is behind that? well, the question is who benefits from it? Wer hat den Vorteil dadurch? That's the question. It's no use asking who's behind. What you have to ask is who is benefiting from this situation. And in truth, the world itself is benefiting. Also die Welt, die ganze Welt hat einen Vorteil dadurch, dass das, was hier geschieht. Ne? Also nie fragen, wer ist dahinter, sondern wer verdient daran. Ne? Wer hat einen Vorteil? Okay, so most people on earth are benefiting from Germans being slaves. Die meisten Menschen profitieren auf der Welt davon, dass wir Sklaven sind. So that's why I said to you, you are alone in this. Deswegen sind wir alleine. Okay? But that is not bad news. Because when Germans are themselves, they have everything that they need to organize their households, their families, and to organize their collective family, which is called Deutschland. Es ist keine schlechte Nachricht, weil wir haben alles in uns, um die Familie zu organisieren und um Deutschland zu organisieren. You have the intelligence. Germans are among the most intelligent people on this earth. Everyone knows that. Wir haben die Intelligenz, weil wir die schlauesten Menschen der Welt sind. You are. You are. I don't care what you think. You are. My German students are 1.5 years ahead of my American students at the same age. Also zum gleichen Alter sind seine deutschen Studenten 1,5 Jahre weiter als seine amerikanischen Studenten. Okay, I've had students from 80 countries, 80. Er hat von 80 verschiedenen Ländern Studenten. And the German student is the best balanced, the best all-around balanced student that I have. Und die Deutschen sind die besten, also rundherum in allem gesamt gesehen Studenten. Yeah. When it comes to individual test scores on science and math, sometimes the Korean students are better, sometimes students from Singapore are better, sometimes students from Hong Kong are better, but overall, the German student is the best. Also es kann sein, dass in individuellen Tests manche Länder besser sind, aber der Durchschnitt sind die Deutschen die Besten. Okay, but also German people that I meet, they have so much more potential than what they act like. Also er sagt auch, die Menschen, die er hier trifft, die haben so viel mehr Potenzial als das, was sie wirklich tun, damit sie... They act small, they act as if they don't know anything, they act as if they're afraid of things. Germans aren't afraid of things when they're German. Die agieren klein, als ob sie keine Ahnung hätten und Angst hätten, aber Deutsche brauchen keine Angst haben. Aber durch die Globalisierung sind diese guten Menschen oder diese gescheiten Menschen, das war wie so, die sind in alle Welt gesprengt worden. Through the Die globalism, Ingenieure, die guten Architekten, die Dichter haben wir nicht mehr, aber die sind durch die Globalisierung, weil die vielen Länder wissen, dass wir Qualität haben, die sind rausgegangen in die Welt und wir haben die nicht mehr so. Wir müssen die wieder zurückholen und wieder hier wurzeln. through the globalism, everybody knows that Germans have good architects, medicines, and everything. So these German people were spread all over the world, and so the thing is, she said, is somehow to bring them back to Germany. Yeah. Oh, well, you have, year after year, you have lost some of the best German minds and some of the best German ideas. They are now helping people everywhere, but they're not helping Germany. Ja, also die besten Köpfe sind weggegangen und die helfen jetzt überall, nur nicht hier. Genau. Yeah. So, Aber das ist auch von dem, es kommt auch aus dem, dass die auch in den Studienzeiten, wo die auf der Universität war,
eben das Deutschtum als das Schlechteste Is it- betrachtet, weil is it- darum sind sie in die Welt auch Okay. gegangen. Is it that during their studies they have been branded like Germany is bad and other countries are better, so that they left and went to other countries? Well, more than a half, maybe 60% of my very best German students, and that is at Harvard University and that is at other universities, but 60% of my best German students, if I said to them, I will give you $30,000 for a moving allowance, and I will make you an American citizen today, 60% would say, good. 60% seiner besten deutschen Studenten, wenn er denen anbieten würde, ich besorge euch eine Aufenthaltserlaubnis in Amerika und einen Pass, dann würden die das sofort machen. Now, is das recht? Is that right? Ist das in Ordnung? There are no American students who would accept a maroon passport and 30,000 euros and become a German. Okay, there are no American students who would do Also that. Amerikaner würden es im Gegenzug dazu nicht für Deutschland machen, um nach Deutschland zu gehen. There are no French students who from the Écoles would do that. So why, warum is the deutschen besten Studenten says, ja, oh, I want to be an American. Ja. Warum ist es so, dass die anderen das nicht machen, aber die Deutschen jederzeit sagen, ja sofort, her damit. So, Weil sie glauben, dass da eine große Freiheit ist und alles möglich ist. They think there is a big freedom in America and everything is possible. The country of... and yeah, but also on the other side, on the andere Seite, is that Germany has like a wet blanket. It has like a wet blanket over it. A German who is curious and bright and 19, 20 years old, and he says, I want to soar like an eagle. Okay, I want to fly like an eagle. Well, Germany is the last place where you can fly. Ja, er denkt, es ist wie benutzt ein Bild, wie eine nasse Decke, die hier drauf ist. Und wenn die jungen Leute das Gefühl haben, fliegen zu wollen wie ein Adler, dann geht das hier nicht. Ja. So, and why? Here's the key question. Why do Germans want to escape from Germany? Why? Okay, it's because in Germany, your leaders do not trust you. And because they don't trust you, everything that they do has to be to control you. Warum wollen die alle weg? Weil unsere Führung uns nicht vertraut. Sie wollen uns kontrollieren. So that's the situation. Go ahead, sir. Eine Frage dazu. Welche Form einer Revolution benötigt Deutschland, um einen Wechsel herbeizuführen? Okay, which form of revolution do we need to make a big change? You need circumstances desperately. And you need circumstances to help you, because if you decide to tomorrow, you say, I heard the professor now, I'm going to go out and change Germany. What's going to happen to you? Also wenn wir jetzt einfach rausgehen würden und sagen, so, wir haben ihn jetzt gehört und jetzt ändern wir alles, was würde uns passieren? You know what's going to happen to you. That's right. And so Angela Merkel and the government has everything, she has contingency plans for everything. Also die Regierung Merkel hat für alle Eventualitäten vorgesorgt. Okay? So, and she also does not trust you, but she also has no respect for you. Die vertraut uns nicht nur nicht, sondern die respektieren uns nicht. Okay? So, consequently, she says, I have everything under control. I am smug. Ja, also sie sagt, die Konsequenz daraus ist, ich habe alles unter Kontrolle. Smug, what means smug? Yeah, smug is a good word, and you and I need to figure out what that is in German. Because when a person is smug, they think they know everything. They're and they have, the whole world is under... Selbstgefällig. Okay, good. So Angela Merkel today is... Selbstgefällig. Okay, Ja. very good. So she says, I know my people, I know the Germans, I know you, I know you, I know you, I know all these, I know all the Germans, okay? And by the way, there's probably about 70 million Germans out of the 82 million. I think it's probably about
68 to 70 million. Also er okay? denkt, dass, also Merkel sagt, sie kennt uns alle. Ne? Ja. Und er meint, dass Ja. wir bestimmt Ja. 68 Millionen Deutsche sind. You mean Okay. biological Germans? Or? I mean people who feel, think, and act German. Also there's Leute, probably die about 70 denken, million. fühlen und agieren wie Deutsche. So not Okay. necessarily biological Germans, No, also But- nicht but- nur Bio-Deutsche, sondern auch. but people who feel German, Ja. who say I pay my taxes, I feel German. When I think about things, I do so in a I identify myself. Also yeah, sie I zahlen identify Steuern, sie myself. agieren deutsch, sie identifizieren sich als So, deutsch. I'm not being critical of what you said, but there's a lot of you. There is a lot Es sind of you. viele von uns. Okay, there's a lot of you. Die Frage noch nicht ganz beantwortet. Die jeder, Frage der- war ja, welche Revolution Oh, können wir machen, Again, he's um coming aus to his dieser question. Situation rauszukommen? Which revolution can we do to solve our problem? First, you have to be patient a little while longer. Ein bisschen länger müssten wir alle Geduld haben. Okay, Okay. because you need circumstances. You Wir brauchen need Umstände for bestimmte. things that are outside of the government control to begin to happen. That's what I call the perfect storm. Also wir brauchen Umstände außerhalb der Regierung, die uns dabei unterstützen. Und das nennt er der perfekte Sturm. Okay, Und wie sieht dieser perfekte Sturm aus? How Oder does wie the könnte perfect dieser storm perfekte Sturm? looks like? here's what it looks like. Okay, and remember, there's two things that Angela Merkel or whoever the Regierung cannot help. They can't fight against. They cannot fight against love. Sie können die Regierung, also als erstes Mal, kann nicht gegen Liebe ankämpfen. They cannot fight against love because they don't know anything about it. Weil die nicht Okay. wissen, was das ist. And so when you love your own family, when you love your own spouse, when you love your own country, when you love the area and the mountains and everything about it, they have no way to fight against that. Wenn wir die Familie lieben, den Partner, die Natur, alles, was sich hier befindet, dann haben die keine Chance gegen uns. So it is their intention to slowly separate you from all these Ja, things. die Intention ist, dass sie uns von all dem separieren. Ja, ja, das ist Erleben wir das ist ja. die aktuelle Situation. Okay. Now, that's one thing they cannot fight against. They can't fight against love. They don't even know what it looks like. So Das ist eine, ne? Die Liebe, gegen die sie nicht kämpfen können. they also can't fight against nature. And if you want to say God, that's fine with me. I'm Yeah. not here to talk about religion. Also er sagt, sie können auch nicht gegen die Natur kämpfen. Man kann auch Gott dazu sagen, aber er ist nicht hier, um uns über Religion zu diskutieren. Okay. Hat But- gar nichts mit Religion zu tun. It has nothing to do with religious God. Yeah, fine. And that's fine. We're not here to talk about that. But nature has its own life. Die Okay? Natur hat ihr Eigenleben, It has its own Rhythmus. It has its own rhythm. den Okay. eigenen Rhythmus. And Angela Merkel can't do anything about it. Und da Is kann Merkel nichts dagegen tun. Okay? So, you have three storms. You have three individual storms coming from three different directions. Also es gibt 3 verschiedene Stürme, die von 3 verschiedenen Richtungen kommen. Okay? The first one, if Angela Merkel has plans to handle any one of these storms alone, but she can't handle them together. Also sie kann höchstens, Angela Merkel kann gegen die einzelnen Stürme was machen, aber gegen alle 3 zusammen hat sie keine Chance. Okay? So you have three storms coming over Germany and at about the same time, and she can handle one easily, 2 with difficulty, 3 not at all. Also die kommen alle 3 auf einmal, die Stürme. Eine kann sie ganz leicht handeln, den zweiten gerade noch so und den dritten nicht mehr. Okay? So the first one is she has put tremendous debt burdens upon Germany, and there's going to be inflation. Also das erste ist, sie hat einen Haufen Schulden über Deutschland gebracht und das erste, was passieren wird, ist eine Inflation. Now, for an American, 10% inflation, 12%, who cares? Because Americans borrow all their money. Also in Amerika, wenn 10-12% Inflation ist, interessiert keinen, weil die leihen sich immer alles. Ne? Okay? But Germans do care about inflation.
Also Okay. wir kümmern uns sehr wohl um Inflation, die Deutschen, You save money, okay? weil wir sparen. And you save money for retirement. You save money for health. You save money for children. You save money. That is normalerweise Deutsch, okay? Ja, wir, Inf- wir sparen für alles, für die Kinder, für die Ausbildung, fürs Alter. Wir sind immer am Sparen. Yeah. So inflation is terrible for you. Und deswegen ist Inflation schrecklich für uns. It's like a robber who comes into your house and steals your money. Es ist wie ein Räuber, der in unser Haus kommt und das Geld klaut. Okay, fine. Das Haus auch. So, but Angela Merkel, as a leader, should be telling you in advance. It's not just the budget items, but it is the contingent liabilities that she has promised other people. Also sie hätte uns erzählen müssen, ne, über das alles, was vorgeht, was sie da macht, ne, weil sie verantwortlich ist für die Zukunft. Okay? So she has put a huge debt burden on every German family, and the only way out is inflation. Sie hat also einen riesen Schuldenberg auf jeden von uns draufgesetzt und der einzige Weg, da rauszukommen, ist Inflation. So by summer, maybe you'll have 4% inflation, okay? Bis Sommer haben wir vielleicht 4% Inflation. But it's rising, Aber es geht weiter. and she has not prepared you for it. Die hat uns nicht darauf vorbereitet. She should be telling you today, I have given billions of dollars of promises and contingent liabilities to many people, and you don't know about it. Ja, sie hätte uns erzählen müssen, dass sie Milliarden von Euros rausgegeben hat oder Garantien dafür gegeben hat. Aber wir wissen nichts davon. And the only plan I have, people out in the cities, the only plan I have is to let inflation come into Germany, and you should protect yourself against inflation. That's what she should be saying today. Sie hätte heute, müsste sie eigentlich sagen, die Inflation wird kommen und wir müssen uns vorbereitet drauf und uns schützen. Sie müsste es heute sagen, tut sie aber nicht. Kurzer Einwand. Wir wissen schon, was für Milliarden die Frau Merkel ausgibt. Nur es sagt keiner was dazu. She said we know what she's spending milliards, billions of Yeah. euros, Würde ich dagegen wehren. but we can't do anything against it. No, because she's not asking you. Weil sie uns nicht fragt, ja. She's not asking you. She's not asking the parliaments in the Länder. She's not asking the parliament in Berlin. She just makes her own decision. Sie fragt niemanden, weder das Parlament noch sonst irgendwelche Formen der Regierung. Sie macht einfach ihre eigenen Entscheidungen. Okay. Das ist ja genau das Problem unserer sogenannten Demokratie oder unseres Parteiensystems, dass es eben, dass wir überhaupt kein Mitspracherecht haben. That's the problem of our democratic system, that we Yeah. don't have any chance to talk, also to put in our mind, our thinking about it. And by the way, you used your fingers when Yeah. you said democratic system. Ja, Okay? genau. Tell me where the democracy is of Deutschland. Where is the democracy? Never been there. Okay? It is what is so-called? What is the German word for so-called? A so-called democracy. Eine sogenannte. Yeah. You call it a democracy, Yeah. but it's not. So one is inflation, okay? How can And we? it comes as a surprise. So you don't have time to prepare. You have no way to prepare your family by diversifying your assets. Also, die kommt plötzlich, die Inflation, wir haben keine Zeit, uns vorzubereiten zum Beispiel, dass wir unser Vermögen aufteilen, ja, in verschiedene Möglichkeiten der Anlage. Okay. At the same time, you have immigration taking place that no one's telling you about. Zur gleichen Zeit findet Immigration statt, die uns nicht, wo wir keine Ahnung haben, was da passiert. Okay. Everyone knows about 2015, 2016. Okay. I was here and I walked all 5 East German states, 70 years old. I walked all 5 East German states for a month with the immigrants. Also, er war 2015, 16, als das alles geschehen ist, weiß er Bescheid. Er war hier in Ostdeutschland und ist 30 Tage lang im stolzen Alter von 70 mit den Immigranten rumgelaufen. Okay. So you all know about that. So
And when I left in November of 2015, the number, according to the German Internal Security, was 1.1 million immigrants. Also When als I er left. wieder gegangen ist, waren es 1,1 Millionen Immigranten. Okay, fine. So you say, wow, that was the immigration crisis. Krise. Okay. Now, since then, you don't hear anything. So immigration has stopped. Oh, it was one time, and now it's all over. Seitdem Das hört man ist nichts nicht mehr. wahr. Ja, und jeder meint, es hat alles aufgehört, aber das ist nicht wahr. Es läuft Okay. weiter, ja. There's immigration coming in all the time, but Angela Merkel has made a choice to not tell you about it. Also die Immigration findet immer noch statt und die Merkel hat sich halt einfach entschieden, uns nicht mehr zu informieren. Weil Corona ja davor geschoben wird. Dafür. Because Corona was put ahead of it. Yes, but only as a noise. Aber nur als Geräusch. Okay, all right. So there's a fire in a immigration camp on some island off of Greece. 30,000 come. No one tells you. Ja. The United Nations humanitarian thing says, oh, we are allocating immigrants to 20 different countries. Germany, you take 20,000. Nobody's telling you. Yeah. It's happening all the time, and it's secret. Also sie macht alles im Geheimen. Ne? In Griechenland, als das große Feuer ausgebrochen ist, ne? Die Flüchtlinge her zu uns. Oder wenn irgendeine andere Vereinigung wieder gesagt hat, wir müssen das in die ganzen Länder verteilen, Merkel offene Arme her damit. Yeah. Ne? It happens every month. Keiner It weiß happens- was davon. Yeah, okay. Und jeden So- Monat passiert das. Yeah. And okay, that's fine. But why aren't you being told? Ich sage, das ist in Ordnung, aber warum hat man uns nicht erzählt? Because no one trusts you. That's why you're Right. not being told. Weil die uns nicht vertrauen. And you would start asking questions Wir that would würden embarrass the regime. anfangen- Wir Okay. würden anfangen, Fragen zu stellen, die in Verlegenheit bringen würden. Okay. Was So ich jetzt aber an dem Ganzen nicht so ganz übereinbekomme, auf der einen Seite hast du am Anfang gesagt, dass Deutschland in diesem Status der Cash-Cow mhm. weiterhin gehalten werden soll. Mhm. Aber wenn man jetzt diese ganzen Entwicklungen sieht, wie die Massenimmigration und eigentlich das Ausbluten durch jetzt auch Inflation und alles sowas, dann würde ja irgendwann dieser Zustand zusammenbrechen, weil irgendwann gibt es da nichts mehr Ist die Kuh tot? Also zu Räubern. what she- Und Darf ich es kurz übersetzen? dann ist Deutschland ja What she doesn't understand is, on the one hand side, you said at the beginning of the questions that Germany is a very good cash cow and nobody's interested to set us free because we are such a good cash cow. On the other hand, the government is doing everything, to bringing us down, giving money away here, immigration costs here and there. So the cash cow is reducing more and more, and this is what she doesn't understand. Okay. Germany has, even today, Germany is 30% under its maximum productivity. Wir sind heute 30% unterhalb unserer maximalen Produktionsfähigkeit. And Germans are so good at what they do that produces massive surpluses. Und wir sind so gut in dem, was wir tun, dass wir trotz dieser 70% so viel mehr produzieren. The month after I left, in the month of December of 2015, I was in here October, November. The month after I left, you spent 78 million euros on dental care for immigrants. Also in dem Monat, in dem er gegangen ist, 2015, haben wir 78 Millionen Euro ausgegeben für Zahngeschichten für die Immigranten. I mean, what country can afford to do Wer that? kann sich das leisten? Okay, but right now there's no dichotomy here. There's no pressure here because the surpluses are still there, and as long as Germany, as a cash cow, gives its money to where we tell you to, then everything is fine. Bisher gab es keine Probleme, weil das Plus, was wir erarbeitet haben, das alles deckt. Und solange wir
uns nicht weigern, die Gelder dahin zu schicken, wo man uns sagt, dass die hingehen, bleibt das so. Aber wie können wir das dann auch kundtun, dass wir das nicht möchten? How can we cry it or shout it out that we don't want to have it anymore? Well, you're going to have an open door for the first time in 75 years in only a few months. Wir werden nach 75 Jahren das erste Mal eine offene Tür finden. Now you can shout as loud as you want, Dann können wir schreien so laut, wie wir wollen. okay? But shouting is part of Begeisterung, and that's not enough, Das Herausschreien ist ein Teil von Begeisterung, aber das reicht nicht. okay? You've actually got to take responsibility. Wir You have, müssen die Verantwortung übernehmen. yeah, that means you have to make difficult decisions, all right? You have to take leadership. So, Wir müssen schwere Entscheidungen treffen und wir müssen die Führung übernehmen. okay, Laut zu den 3 Schritten. 3 minutes, okay. You have to tell me, because The third point of the okay, story. the third. I thought he left because I didn't give him his revolution. Der zweite war noch Maybe he had a toilet revolution. Yeah, the toilet revolution. Okay. The third part, the dritte, okay, has to do with control. Okay. Now, the Romans will be happy to tell you, Tacitus will be happy to tell you, the Germans don't make good slaves. Also die ganzen Römer damals schon, Tacitus und alle möglichen Persönlichkeiten haben immer gesagt, die Deutschen geben keine guten Sklaven ab. Okay. Also es hat das Thema Kontrolle die dritte Säule. Okay, fine. So the third ring is Merkel can't help herself. She has to tighten the control. Das heißt, sie kann nur immer mehr alles zuschnüren. Sie hat keine andere Möglichkeit. She's a control freak. Okay, she is. Her own photographer in Spiegel said she is a control freak. She can't help herself. She can't give you freedom because it's not natural to her to give you freedom. Sie kann uns keine Freiheit geben, weil sie kann nicht anders. Das steckt nicht in ihr drin, sondern die Okay. Kontrolle, die ist ein Control Freak. Right. das Now, Born in den Jahren. go ahead, sir. Sie muss also quasi immer weiter zuziehen und damit überschreitet sie die Linie, wo es bricht. She has to make it stronger and stronger because then she's crossing a border where it's cracking down. That's right, and that's what's going to happen as part of the perfect storm. She's going to cross the fine line Ja. where the control is too much. Germans love peace, they love families, they love to be left alone in their beautiful country. But when you tighten a German too much, like this, what happens? The German stands up, steh auf, and says, enough. Genug ist genug. And you don't want to make Germans angry. Also er sagt, wenn die Linie überschritten ist, ja, dann ist genug. Wir lieben es draußen, unsere Ruhe zu haben, allein zu sein, aber wenn die uns irgendwann mal so erstickt, dann steht der Deutsche auf und sagt, jetzt reicht's. Okay? So now you take inflation, stealing your savings. You now take immigration, overwhelming your country. And of the 100, some days I walked with 60,000 immigrants in 2050. In the big days, we had 60,000 immigrants. 90% of these people, one, there was no families, there was no women, there was no children. Okay, that was a lie. It was one huge lie. Okay, so, but here's the point, because I need to answer your question. All right, Sorry? when 90% of these were young men 18 to 24 years old. They were muscular. They weren't starving. They weren't deals. And they were from 9 different countries. Only less than 20% were from Syria. Yes. And they weren't fleeing someone shooting at them. They were fleeing because it was better in Germany than it was where they were. Okay, fine. Also es But- gibt die Inflation, es gibt die Immigration und er ist mit 60.000 an den besten Tagen gemeinsam gelaufen und 90% von den Immigranten waren sehr jung, es waren hauptsächlich Männer, es waren keine Familien und die waren gut genährt, die waren stark und so weiter. And
But the key point is that 90% of them, I would say, okay, let them learn German, let them go to school, because none of them were educated. You were told they were engineers, doctors, and lawyers, okay? I can assure you, none of them were educated beyond about what you would consider about 8th grade. Most of them were, Da war keiner erzogen, die haben keine gute Ausbildung gehabt, ja, die kamen von, die wenigsten von Syrien, ja, sind auch keine Facharbeiter, Ingenieure gewesen. Und er sagt aber, 90% ist okay, wenn die hier lernen, arbeiten und so weiter. possibly, but there were 10% who were scary, Und 10% waren wirklich furchterregend. okay? In essence, somebody didn't want them where they were. They were in prison, they were in trouble, they were in reform school, they were trouble from the day they were born, and somebody didn't want them, and they said, go to Germany, because Germany will take everybody, and no one will ask you even the first question. Ja, also diese 10%, das sind die Leute, die in diesen Ländern auch nicht mehr, die wollen die auch nicht mehr haben. Ne? Die waren im Gefängnis, die waren von Anfang an in der Schule schon ein Problem. Und die haben gesagt, komm, geht nach Deutschland, wir wollen euch nicht mehr. Und als sie in Deutschland ankamen, hat man noch nicht mal die erste Frage gestellt. Not even the first question. I was there. I was there on the scene every day. There were police there, and they would not ask a question. They were told, stand back, leave it alone. Don't ask questions, okay? Ja, die Polizei durfte nichts fragen, die durften überhaupt nicht erfahren, was mit denen los ist. Ja. Okay, now what is 10% of 1.1 million? Ja. That's 110,000 criminals who were pushed into Germany, Ja. okay? Pushed into Germany. 110.000 Kriminelle, die hier reingeschoben wurden nach Deutschland. And the German Internal Security Service, on the day I left, one of their leaders told me, 800,000 we can't find. We don't know where they are. Also die Sicherheitsbehörden, mit denen er gesprochen hat, die haben gesagt, dass 800.000 wissen die gar nicht mehr, wo die sind. Die können die nicht mehr finden. We told them to go sit here, and we turned around to talk. We turned around, and they were gone. Day after day after day. Where did they go? Ja, die haben denen gesagt, bleibt hier, haben sich kurz umgedreht, ne, und dann waren die weg. Und die sind einfach weg. Und das passiert täglich. Wo sind die hin? 800,000 were lost. Okay, Verloren. 800.000. okay. Wir müssen leider so ganz langsam in dieser Runde so zu Ende kommen. Vielleicht noch deine Einschätzung, wann dieser Sturm Diese oder nächste Woche kommt. So he said we finally have to come slowly but surely to an end for this Yes. round. Yeah. And the last question is, do you have any idea when this storm will arrive? Yes, but I don't have an exact idea like I did on other things. When I came here, see, I come to Germany to protect my people, but you are my people, okay? Kam hier, sein Volk zu beschützen hier. So Und wir sind sein Volk. every trip I have come is because my people were in danger. There was a danger. Somebody was lying to them, somebody was hurting them. Ja. Kam hier, weil wir in Gefahr sind, weil wir entweder belogen wurden oder verletzt wurden. Ja. So on the credit crisis, I gave your leading finance people, the president of the Bundesbank, the president of the regional banks, the key economic professors, I gave them the date. I told them when it was going to be. Okay. Also hat mit allen möglichen wichtigen Leuten gesprochen, Bundesbank und so weiter, und hat ihnen das Datum genannt. Okay. Ja. With the wall, I knew the date. Mit dem Niedergang der Wand, also der Mauer, wusste er vorher schon genau das Datum. Now, in my spirit, it seems to me like it's over the next few months. That's what it seems, but I don't have a date. So obviously the storms have to gradually come, and when they meet, what happens when you get a storm from this direction and a storm from that direction and a storm, and this one's coming from heat and this one's coming from cold? What happens when they come together? There's turmoil, there's chaos. Yeah. So I don't know
what the exact date is, but my sense is that it'll be over the next few months that this will happen, and you'll start to see it shortly. Maybe you'll see a little bit here. Like the government says today, you have 1.9% inflation, okay? But they're ignoring many things. The actual inflation today is 2.8% in Germany, and it's rising. But they are playing tricks to make sure that you don't know that. Also, es gibt Zeichen, ja, aber sie verraten es uns nicht. Sie sagen, wir haben 1,1% Inflation, dabei sind wir schon weit über 2. Und er sagt, er kann kein genaues Datum sagen, wie bei der Mauer. Er hat aber das Gefühl, dass das in den nächsten Monaten kommt. Und er hat gesagt, wenn die Stürme von verschiedenen Richtungen kommen, aus der Hitze, aus der Kälte, und wenn die zusammenstoßen, dann gibt es Chaos. Ja. So you're going to have to be alert. Wir You're going to müssen have to alarmiert use your sein. German brain and your German spirit. You're going to have to be alert. You'll start to sense all three of these. Ja, Okay. wir werden es spüren, wir müssen einfach in Bereitschaft sein und fühlen, ne, was kommt, wie. Chaos in welcher Form? Chaos in der in Form which form? vom Bürgerkrieg oder? Chaos in which form? Is it like a civil war? No, Or? no. Germans are going to unify, not divide. Yeah. They have kept you divided. You're having a meeting here and the door's closed. And this is all we can have. Because if there were 20 of us, there would be somebody from the BND sitting here taking notes. Ja, also wir wurden immer getrennt, darum geht es nicht, wieder eine Trennung, sondern uns zusammenzuführen. Er sagt, schau, sogar die Tür ist geschlossen, ja. Es kann sein, dass einer vom BND hier sitzt und sich Notizen macht, also jetzt nicht dich damit gemeint. Okay. No, that's not my no, she's not from the BND. We are undercover today. Shall we? Can you see or have you see the spirit, also die Vision militärisch, oder ist es erst einmal die Führung? Oder sind es Personen, die uns ein bisschen unter die Arme greifen und Just who is going to help us? Is it military? Is it single persons or? No one's going to help you and you don't have a military. Wir haben kein Militär und es wird uns keiner helfen. Okay? amerikanische Militär? Oh Oder- yes, oder oh das yes. russische? You can forget NATO, you can forget SHAEF, you can forget the American military. Alles, They will stay in their barracks and play poker. They're not going to do anything, okay? die bleiben schön in ihren Baracken und spielen Poker und helfen uns nicht. Okay, or watch Pink on video, something. So no, I'm sorry. You're going to have to do it yourself. Wir müssen es selber richten. Vielleicht die letzte Frage. Die Fragen kommen teilweise daher, weil es gibt verschiedene Bewegungen in Deutschland, die einfach meinen, dass uns eben Hilfe von außen kommt. Entweder von Und die sich Russland oder darauf Amerika. einfach auch verlassen. Und daher kommen vielleicht einfach die Fragen. Aber wenn ja. es ist gut zu wissen, dass wir das jetzt ohne Hilfe von Warte außen mal, schaffen. Hintergrund ist ja vielleicht auch so ein bisschen, dass andere uns in die Scheiße geritten haben. Also zumindest auf der äußeren Ebene, das wir mal spirituell und das, was wir auf der Fahrt besprochen haben, das ja sehr komplex ist, aber zumindest auf der konkreten äußeren Ebene war es dann so, dass wir von außen im Krieg überzogen wurden, dass bestimmte Kräfte uns genau da reinbuxiert haben. Und da kommt man schon fragen, inwieweit sind bestimmte Kräfte eigentlich noch verpflichtet, uns jetzt den Arsch zu retten. Okay, that's a long thing. She said, we are questioning, we were also asking regarding help from outer beings, because there are different movements in Germany, and some of the movements, they are always talking about that help is coming from Putin, help is coming from Trump. And what he said is that, we were pushed into the different wars. We know that we are not the reason why the Second or the First World War was starting. We were pushed into the wars. So isn't it natural that those beings or those countries who have pushed us into the war are now have to help us out again? Absolutely not. They're not going to help you. They have no desire to help you. Keine Verantwortung. Okay, I'm sorry.
it is up to you to take your own nation back. And there's no Deutschland. liability. I mean, no. Somebody who says, okay, we feel that we have to help. Eine energetische oder eine spirituelle Verantwortung, also ein Ausgleich. Let me leave you because I don't know anything. I don't Okay. know what my wife has arranged. I don't know how long I have you. I don't know who's coming next. I know Ja. nothing. Also okay? er muss jetzt das Ganze mal, ne, weil Okay, er gut. weiß nicht, wie der Plan ist. Und Okay. and I think, thank you very much Yes. for this Yes, first no. session. I'm going to leave you with something here. You may not like it, but you're going to be thinking after this meeting, what can I do tomorrow? Also er möchte uns, auch wenn wir das nicht mögen, verlassen mit dem Gedanken, was können wir morgen tun? Okay, so what's going to change? This old man comes and he gets all excited. Now there's tomorrow. Ja, Okay? dieser alte Herr kommt und wir sind ganz aufgeregt, aber was kommt morgen? Ja. Uralt. Uralt? Okay, so let me leave you with three quick things. Okay, Drei this schnelle is Sachen. okay, good. And these I speak spontaneously. I'm not repeating myself over and over again. But I don't care whether you believe in God or not. I don't care. But Germans are going to have to start praying for freedom. Do you understand me? I don't care if you believe in God. Also And es God macht doesn't ihn seem nicht to so- care. es He's interessiert ihn big, nicht, okay? ja. He doesn't care. Ob wir an But Gott you- glauben, aber wir haben angefangen für unsere Freiheit zu beten. Yeah, you are going to have to start praying fervently. Not a little, oh, geheiligt mein Name. Okay, you're going to have to start praying and asking God, I want to be free and I want my nation to be free and I want sovereignty. Yeah. Okay, and God will honor that. He will honor that. And He is part of the storm because He is part of nature. All right? So if you want to be free, you are going to have to pray. I don't care who you pray to. That's your decision. Okay? Wenn wir You're frei sein going- wollen, müssen wir beten und nicht so ein Geleiere wie in der katholischen Okay, Kirche, so sondern wir Okay. müssen vom tiefen Herzen her beten für unsere Yes, right. Freiheit, egal zu wem. Und Aber fragen, wie wir frei werden. Gott antwortet. and God, Okay. we have to ask God Das haben how wir we. gesagt, Achso, und wir sollen Gott fragen, wie wir die Freiheit erlangen können. Das ist der Sturm. you've got to tell God, this is too big. You have to tell God, this is too big for me. I can't do it. So I need you. And you got to talk to Him straight. Don't talk to Him like He's a statue. You got to talk to God straight up and say, I want freedom and I want my nation to be free. And I want sovereignty. I want Germans for Germany and I want to be a part of this. And I promise you, He will honor those prayers. Number two, you've got to start asking questions. Excuse me, I have to translate. Go. Wir sollen Gott fragen, direkt fragen, wie Mensch zu Menschen. Wir sagen, wir wollen unsere Souveränität haben, wir wollen unsere persönliche Freiheit, die Freiheit fürs Land haben, ja. Und das ist zu groß für uns, wir schaffen das nicht. Bitte helf uns. Ja. Okay. Number two is you got to start asking questions. Germans, when they are Germans, ask difficult questions. They ask, was steckt dahinter? Wie ist eigentlich gewesen ist? Wie ist wirklich wahr? Germans are tremendous good at asking questions. But Germans today don't ask any questions. They just Deutsche sind immens gut im komplizierten und tollen Fragen stellen. Ja. Aber heutzutage nur Mund versiegelt. okay. So you have to start asking respectfully. An wen? Respectfully. To whom? Respectfully. To To whom? Then who in this area? Who is the Landkreisrat? ja. Who is the mayor? Who is the person? Because nothing makes sense today. Weil Nothing. nichts Ja, irgendeinen ja. Sinn macht, sollen wir unsere nächsten Politiker einfach respektvoll Fragen stellen. Yeah. And you have to keep asking questions. Dabei bleiben, immer wieder Fragen stellen. So when you are Germans, it is natural for you to ask difficult questions and get an answer. Das Get liegt an uns answer. im Blut. Ja. Yeah. Okay, good. And number three is you need to start vorbereitet. You need to start preparing yourself for actually taking responsibility. Because yes, we can throw out the perfect storm will be strong enough to sweep away what's there today. Now you have to take responsibility.
You have to start making decisions. And it's not easy. There's only so much money, only so much resources, and everyone wants everything. So you have to learn how to take responsibility. It's hard work. Also es wird harte Arbeit sein, wir müssen anfangen, endlich Verantwortung zu übernehmen. Wenn der Sturm alles weggefegt hat, ja, dann müssen wir anfangen zu agieren. Wir müssen schauen, wie viel Geld haben wir, was muss gemacht werden und die Verantwortung müssen wir übernehmen. And if you say, this is too hard for me, I don't want to make decisions, I'm addicted to being slaves, then you will continue Ja. being slaves. Wenn wir sagen, ach nee, das ist uns zu schwierig, wir bleiben lieber Sklaven, weil wir das gewohnt sind, dann ist es halt so. Okay. Okay, thank you. Thank you. you.